Willkommen bei Neuland Stories. Mit unserem Kanal wollen wir euch unsere Geschichten erzählen, die wir als Reisende erleben dürfen. Wir, das sind Basti und Svenja und zusammen mit unserer Hündin Pepper sind wir aktuell in unserem DIY-Campervan in Europa unterwegs. Zurzeit bereisen wir die atemberaubenden Landschaften der Toskana. Und dabei haben wir uns zum ersten Mal die Gedanken dazu gemacht, welchen Einfluss das Filmen und YouTube eigentlich auf unsere Reise hat. Buongiorno ragazzi. Willkommen zurück in der Toskana und ja, wir sind immer noch in der Toskana. Wir befinden uns südlich von Siena, so ungefähr eine Stunde, und wir durften ja schon auf dem Weg nach Saturnia ein paar schöne Strecken durch die Toskana machen und wir haben uns jetzt nochmal 2 richtig schöne Panoramarouten ausgesucht, auf die wir euch jetzt mitnehmen. Los geht's! Let's hit the road, baby! Wir sind jetzt hier an einem Parkplatz angekommen, wo wir unsere teuer eingekauften Delikatessen einmal probieren werden. Kann man auch Brot. Und ja, wir sind tatsächlich von der SR2, der Panoramaroute, die ich recherchiert hatte, etwas abgebogen auf eine kleinere Parallelstraße, und die, muss ich sagen, gefällt uns schon viel, viel besser. Das ist einfach nochmal ein bisschen hügeliger, ein bisschen verwinkelter, ein bisschen mehr, wie wir uns die Toskana vorgestellt haben. Von der SR2 hat man zwar eine schöne Aussicht, aber ja, hier auf der Route gefällt es uns einfach viel besser.
Morgen, ein weiterer regnerischer Tag hier in Paradise und ich vermute mal, deshalb sehen wir uns morgen. Entgegen des eigentlichen Plans lassen wir uns vom Regen nicht runterziehen und wir fahren jetzt Eis essen. Man muss sich das Wetter halt selber schön Eis essen. Ich wollte jetzt sagen schön trinken, aber wir gehen Eis essen. Was geht genauso? Bin ich mir ziemlich sicher. Danke im Übrigen für den Tipp in den Kommentaren. Es geht los, wir sind abfahrbereit, denn für unser Eis müssen wir erstmal noch 1,5 Stunden fahren. Unsere Batterie geht nämlich auch zur Neige und da wir keine Sonne haben, müssen wir leider ein paar Meter machen. Und das führt uns zum Eis. Und wenn Regen nicht das perfekte Wetter für Eis ist, dann weiß ich es auch nicht. So wird wenigstens das Gemüt wieder sonnig erfüllt. Ist einfach so unglaublich schön. Dadurch, dass wir uns nur die Eisdiele ausgesucht haben, Die schon hinter dir ist? Die schon hinter mir ist. Danke für die Empfehlung übrigens, Michi. Haben wir uns gar nicht mit dem Städtchen befasst und das ist einfach so schön und hier sind schon überall so Lichterketten aufgehangen und irgendwie ist das so zum ersten Mal, dass wir so ein bisschen in Weihnachtsflair kommen. Aber trotzdem erstmal ein Eis. Erstmal ein Eis. Endlich wieder mit komplett nassen Sachen im Van, oder? Die kurzfristige Euphorie für das Eis ist dahingeschmolzen. Welche Wortwahl. Peps, wie findest du das? Moin zusammen! Wir wurden heute Morgen von der Sonne geküsst. Für heute war Regen angesagt den ganzen Tag. Deshalb sind wir umso fröhlicher überrascht. Fröhlicher überrascht. Ja, so nennt man das. Und jetzt gibt's Kaffee. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. Oh, ich freue mich schon am Kaffee. Ja. Oh, in Bewegung zu sein und draußen zu sein. Es ist trotzdem richtig kalt geworden, von jetzt auf nachher. Aber jetzt wird es wieder wärmer gerade. ja. Und dann zeigen wir euch, wo wir gleich hinlaufen. Ne, wir zeigen euch gleich, wo wir dann hinlaufen. So. Kriege ich jetzt endlich mein Stück Pizza. Ja. Nach 1,5 Wochen des Wartens. Zumindest schon mal das erste Stückchen auf der Hand.
Endlich. Endlich, Pizza. Wir wurden jetzt zum zweiten Mal ermahnt. Beim ersten Mal haben wir unser Mini-Stativ für unsere GoPro aufgebaut, aber auf dem Platz darf man kein Stativ aufbauen. Das war der Tripod, also... Ja, es war kein Stativ, es war unser kleiner Tripod. Und das zweite, man darf da auch nicht essen. Auch wir, rebellisch, haben uns mit einem Stück Pizza auf den Platz gesetzt. Haben auch schon andere gesehen, die das gemacht haben. Aber nur weil andere das machen, heißt das nichts erlaubt ist. Fällt gleich der Mütze vom Kopf. Oh. Ja, also sind wir jetzt hier und gucken auf den Platz. Immerhin. Siena befindet sich in der Mitte der Toskana und unsere nächste Panoramaroute führt uns von dort aus nach Florenz. Wir fuhren durch herrliche Serpentinen, die sich elegant durch die Hügel der Toskana schlängeln. Zypressen schmücken den Straßenrand und wir kommen einfach nicht aus dem Staunen heraus. Wir halten an jedem Aussichtspunkt an, lassen die Drohne fliegen und genießen den sonnenverwöhnten Spätherbst. Guten Morgen. Wir haben gestern noch einen richtig schönen Platz gefunden, hier in der Toskana. Wir sind auf dem Monte San Michele und hier ist auch ein kleines Hostel, Restaurant, Bar, die auch Vanlife oder Camper empfangen und es ist einfach so schön hier, wirklich. Haben sie uns schon mega herzlich empfangen. Sie haben noch für uns gekocht, obwohl das Restaurant schon zu hatte und wir haben richtig lange uns ausgetauscht und ja, es ist einfach richtig schön hier. Außerdem hat man von hier oben einen richtig schönen Blick über die Toskana inklusive mega Sonnenuntergang. Also der Aufstieg lohnt sich hierher. Oder die Auffahrt. Auf dem Mont San Michele haben Alice und Daniele ein kleines Paradies für Reisende geschaffen. Alle sind hier willkommen. Rucksack- oder Roadtrip-Reisende, Familien, Wanderer oder auch Vanlifer wie wir. Für jeden ist Platz.
Außerdem ist Alice eine begnadete Köchin und im hinteren Teil des Gebäudes erstreckt sich ein wundervolles Restaurant mit einer gigantischen Feuerstelle. Wir kamen bei der Führung kaum aus dem Staunen heraus. Am Morgen nach unserer ersten Nacht dort gab es an der Bar Kaffee mit den weltbesten Süßwaren. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal bei den beiden. Und wie war? Mega! Das hat Bock gemacht. Hat sich doch gelohnt mit dem Fahrrad. Oh ja. Sehr, sehr gut. Kurzer Stop in a Winery. Das können wir natürlich in der Chianti-Region nicht auslassen. Vielleicht probieren wir vorher auch noch mal ein kleines Weinchen. Aber kaufen tun wir auf jeden Fall. That's Mina. Mina? Mina, the singer.
Irgendwie haben wir uns die ganze Woche über so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Film und YouTube so ein bisschen unsere Reise beeinflusst, vielleicht auch irgendwie ein bisschen den Takt verändert, wie wir reisen. Und Ja, irgendwie haben wir beide uns tatsächlich in der letzten Woche relativ viel Gedanken darüber gemacht. gleichzeitig, ne? Ja, relativ gleichzeitig und hatten auch ein längeres Gespräch darüber, weil wir so ein bisschen Angst hatten, dass vielleicht der eine irgendwie das anders sieht als der andere und vielleicht das Gefühl hat, dass ja, dieses Filmen und sich sehr viel Zeit für YouTube nehmen, weil da geht jetzt schon eine ganze Menge an Zeit drauf, ja, dass einem das eigentlich gar nicht so richtig gefällt und sich das Reisen anders vorstellt. Weichen wir jetzt von dem ab, was wir uns... Also ja, wir weichen wahrscheinlich von dem ab, wie wir uns das... Oder wie wir angefangen haben zumindest. Also wir sehen mega die schönen Orte. Ich genieße das auch noch total. Aber ich finde es auch total gut, so ein Projekt zu haben, was einem so Struktur gibt. Also es hat sich was geändert an unserem Reisestil, aber ich finde es nicht zum Negativen. Ja, finde ich auch. Aber dann machen wir es weiter. Glücklicherweise sehen wir beide das relativ identisch, denn auch wenn es extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, macht es total Spaß. Ja. Also ein Projekt nebenbei zu haben, es wird halt immer mehr zum Projekt, weil am Anfang haben wir ein bisschen weniger gefilmt und jetzt wird es mittlerweile mehr. Wir sind ein bisschen strukturierter bei dem Ganzen. Ja, der Takt von unserem Reisen hat sich vielleicht geändert. So sind wir jetzt am Anfang sind wir einfach nur gereist und haben nebenbei gefilmt und jetzt machen wir uns schon auch Gedanken drüber. Ja. Aber es ist gut und das macht Spaß und es ist schön, euch dabei zu haben. Genau. Und das wollten wir einfach mal mitteilen, was wir uns so in der letzten Woche für Gedanken gemacht haben und überlegt haben, ob das Richtige ist oder ob wir komplett alle Kameras weglegen sollten und nur noch reisen und nur auf uns gestellt. Aber nein, wir werden weiter YouTube machen, solange uns das Spaß macht und ja, also werdet ihr vielleicht noch das ein oder andere Video doch noch sehen von uns. Also bleibt dran und abonniert, genau, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ein Resümee von unserem 40 € Delikatessen-Einkauf. Nee, nicht brauchbar. Du machst mir die Tür auf. Steht der da und filmt, ey. Guten Morgen vom Sandmann. Hoffentlich haben wir schöne Aufnahmen von aus der Luft. Geht so. Geht so? Geht so, sagt er.